Mein Name ist Peter Hofstetter. Ich war Bauer mit Leib und Seele. Vor 6 Jahren habe ich einen kranken, hängenden Baum gefällt und als er gefallen ist ein Teil der Krone abgebrochen. Das hat mir den Rücken verschlagen, die Rippe vom Brustbein abgeschlagen und ich hatte auch noch ein Rippe in der Lunge. Ich konnte fast nicht mehr schnaufen und habe gemeint, ich müsse verstecken. Nach dem Unfall hat man mir den Rücken versteift und dann bin ich nachher ins Schweizer Paraplegikerzentrum gekommen, auf Nottwil. Dort habe ich nachher realisiert, dass ich mich nicht einmal mehr im Bett drehen kann. Dann haben wir überlegt, ja, was habe ich denn gemacht vorher, dass wir drehen konnten. Und da habe ich gemerkt, eigentlich hast du gar nichts machen müssen. Du hast dich einfach bewegen. Das Ärzteteam hat mir gesagt, dass bei meinen Verletzungen die Möglichkeit besteht, dass sich Nerven 2-3 Jahre lang erholen können. Nach 3 Wochen konnte ich tatsächlich den grossen Zehen bewegen. Und da habe ich gedacht, ich laufe zu Nottwil wieder raus. Dass das aber nicht so einfach ist, habe ich dann auch gleich gemerkt. Ich hatte ein grosses Therapieangebot in Nottwil und habe das auch genutzt. Wassertherapie, Voita-Therapie. Und in diesen verschiedenen Therapien habe ich dann wieder gelernt, aufzustehen. In der ersten Zeit nach dem Unfall ist der Austausch mit Rollstuhlfahrenden sehr wichtig und auch der Halt in der Familie und im Glauben. Als ich nach dem schweren Unfall den Peter das erste Mal auf der Intensivstation besuchen konnte, war der Arzt dort, der mich informiert hat, über was passiert ist. Er hatte zwar eine Hirnblutung, aber das Hirn ist jetzt gar nicht aufgeschwollen. Das heisst, er werde nie Kopfverletzungen davontragen. Da habe ich gewusst, er wird als Mentor unserer Familie immer erhalten bleiben. Das nächste war, als ich gesehen habe, oh, die haben mir die Hände abbinden. Er ist künstlich beatmet und das heisst, er wird seine Hände bewegen können. Und dann habe ich gewusst, es gibt so einen Haufen Menschen, die mit dem fertig werden. Und dann habe ich gewusst, das werden auch wir als Familie miteinander stemmen können. Als ich das erste Mal heimgekommen bin, habe ich realisiert, dass ich nie mehr werde über die Haustüren-Schwellen laufen, sondern was ich in Zukunft werde mit dem Rollstuhl drüber reingehen. Und das war hart. Ich hatte einen Bauernhof mit Milchschafhaltung und ich wollte eigentlich immer wieder melden. Parawork hat mich unterstützt und extra einen Stehrollstuhl bekommen. Wir mussten aber feststellen, dass das nicht realistisch ist, mit einem Stehrollstuhl im Melkstand zu arbeiten. So hat mich Parawork weiter unterstützt und hat Kurse angeboten für im Büro. So konnte ich Kurse geniessen, mit Excel-Tabellen zu bewirtschaften oder auch in Social Media. Heute arbeite ich im Büro. Bei mir haben sich die Nerven so weit erholt, dass ich heute inkomplett gelähmt bin. Ich kann wieder aufstehen, ich kann ein paar Schritte laufen. Das kommt auf die Tagesform drauf ab. Und so kann ich im Haus innen laufe ich ohne Stecken und von aussen kann ich mit Stecken etwa 200-300 Meter laufen. Im Moment nehme ich teil an einer Studie von der Schweizer Paraplegikerforschung, wo ich jetzt 3-mal in der Woche auf Nottwil gehe und mit einem Gangroboter laufe. Daheim laufe ich manchmal wie eine Ente und der Roboter sollte mir helfen, mein Gangbild zu verbessern. Manchmal mache ich mir schon Gedanken, wie das rauskommt ins Alter mit meinem verschraubten Rücken. Darum bin ich froh, gibt es die Schweizer Paraplegikerstiftung, die mich meiner Lebtung begleitet, wenn sie brauchen.
Ich bin heute wieder selbstständig und mobil. Ich kann mit dem Auto durch, wo ich will. Es bringt dir nichts, wenn du lange nachstudierst, was nicht mehr kannst. Ich schaue vorne, was noch geht. Und so können meine Frau und ich schöne Velotouren machen, sei es über einen Pass oder einem Fluss nach.